Tausendmal habe ich solche Sprüche auf meiner 10-jährigen Reise gelesen. In Hostels, auf Wandtapeten, in Social Media. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich als alter Mann auf meinem Sterbebett liege und das Leben Revue passieren lasse. Aber was, wenn ich gar nicht so viel Zeit habe? Was, wenn meine Zeit schon abgelaufen ist? Habe ich dann das gemacht, was ich immer machen wollte? Könnte ich zufrieden gehen? Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet und heute erzähle ich, was passiert ist. Ich bin nicht mehr in Südamerika, sondern in Deutschland. Denn bei mir wurde ein Tumor festgestellt. Aber ich will die Geschichte von Anfang an erzählen. Also spule ich 2 Monate zurück nach Kolumbien. Alles war normal, Apartment gemietet und morgens Video geschnitten, im Bett, Kaffee getrunken, alles easy. Dann bin ich aufs Klo gegangen, ritzerot, also mega Blut im Urin. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wahrscheinlich Nierensteine. Habe ich eine Freundin angerufen, die hat mich dann ins Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus Untersuchungen und es war dann schon sehr schnell klar, ja, wir glauben nicht, dass es Nierensteine sind und so. Und dann, ja, es hat sich dann schon so angefühlt wie, irgendwie hört sich das an von den Ärzten, als wäre es ernster. Aber die sagen natürlich nichts, bevor sie nicht wirklich ein Ergebnis haben. Aber die kommen dann so und klopfen die so auf die Schulter und so, naja. Haben die das Ultraschall gemacht und dann konnten die schon sehen, so ein großer Tumor in der Niere. Ich hatte nie Beschwerden oder so und das sind Zufallsbefunde. Selbst das mit dem Blut im Urin ist irgendwie sehr ungewöhnlich, haben die gesagt. Das war quasi mein Glück, denn sonst hätte ich es gar nicht gemerkt, wäre ich einfach weitergereist und dann irgendwann ist es halt zu spät. Bei mir war es dann so, ich war dann 3 Tage im Krankenhaus, die haben halt das gespült, die Niere, bis das ganze Blut draußen war. Und da war es auch so, wenn ich das jetzt in der Wüste oder im Dschungel gehabt hätte, dann hätte ich das jetzt nicht so ernst genommen. Hätte ich gesagt, so, ah ja, in 3, 4 Tagen, wenn du in der Stadt bist, gehst du halt mal zum Arzt. Aber die haben mir gesagt, so, ja, wenn du Blut im Urin hast, dann kann es sein, dass das nicht richtig abläuft, dann ist das quasi der Harnleiter verstopft, dann läufst du innerlich voll und kannst auch verbluten und so. Also das ist wirklich ernst. Wenn ihr Blut im Urin habt, zum Arzt gehen, sofort. Die haben dann noch ein CT gemacht und dann war es schon ziemlich klar, ah ja, wahrscheinlich ist er bösartig, der Tumor, aber es sind keine Metastasen oder so entdeckt worden. Er ist noch auf die Niere begrenzt, aber weil er schon so groß ist, wir müssen die Niere rausnehmen und dann, wenn du Glück hast, kannst du normal weiterleben. Wir können es direkt hier machen. Ich hatte eine Auslandskrankenversicherung, das ist auch gut, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn es dann sehr schwierig war mit der Finanzierung und so, das ist nicht so, wie das in der Werbung ist. Rufen Sie einfach an und wir machen das alles, läuft alles super gut. Nee, ich glaube, ich habe in den 3 Tagen 200 Minuten mit der Versicherung in Deutschland telefoniert. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Jedenfalls hat mich dann ein Nephrologe, so nennt man die Nierenspezialisten, aus Deutschland angerufen, Uniklinik, und hat gesagt, so ja, Herr Roteshauser, Sie können es da machen lassen. Die Ärzte sind auch gut in Kolumbien, aber die hygienischen Bedingungen und die ganze Infrastruktur ist halt besser in Deutschland. Kommen Sie mal lieber nach Deutschland. Und der hat mir dann die Empfehlung geschrieben und dann wurde ich mit einem Arzt medizinisch nach Hause geflogen. Das Schlimmste ist halt immer das Warten auf diese Ergebnisse. Ja, die machen ein CT und es kann halt sein, dass die sagen, ey, du bist komplett mit Krebs voll, das war's. Ich habe mich natürlich dann versucht, immer auf das Schlimmste vorzubereiten, weil als der in Kolumbien, wenn der dann kommt und der sagt so, ja, Sie haben einen Tumor, dann ist es halt wirklich wie im Film. Ich hatte so ein Fiep im Ohr, der hat halt so weitergeredet. Ich habe halt nur so an die Wand gestarrt und ich habe halt, also ich meine, mein Reiseleben, was ich 10 Jahre lang geführt habe, ist halt in dem Moment zusammengebrochen. Es war halt vorbei. Ja? Und nicht nur das, es ist dann auch so, dass man denkt so, ja okay, muss ich sterben? Dann kommen wir zu dem Anfangssatz zurück. Ja, ist es dann so, dann liegt man halt rum und wartet auf den CT. CT, das dauert manchmal 2, 3 Tage, bis die dir das Ergebnis geben, musst du warten. Nach der OP hat es 10 Tage gedauert, bis die das Ergebnis haben. Die nehmen dann die Niere und den Tumor und schicken das ein in die Pathologie und dann
checken die, was das für eine Art von Tumor ist und wie schlimm das alles ist und so weiter. Und dann können die eine Prognose stellen, ob du noch eine Chemotherapie oder Hormontherapie oder weiß der Geier was machen musst. Dann habe ich halt im Bett gelegen und ich konnte es eigentlich immer ganz gut weg verdrängen, so, ja? Einfach nicht drüber nachdenken. Aber natürlich denkt man darüber nach und es schnürt einem quasi die Luft ab oft. Und dann habe ich halt so drüber nachgedacht, so ja, wenn es jetzt vorbei ist, habe ich dann in meinem Leben gemacht, was ich immer machen wollte? Bin ich zufrieden, wenn ich jetzt sterben muss? Bin ich zufrieden mit dem? Und das hat mir dann tatsächlich Frieden gegeben, weil ich gedacht habe, ey, auch wenn es jetzt super kacke gelaufen ist und ich will noch nicht sterben und so weiter, aber selbst wenn es sein muss, ich habe das gemacht. Ich bin 10 Jahre um die Welt gereist, das wollte ich immer machen. Ich wollte fucking Indiana Jones Lifestyle leben und das habe ich gelebt. Ja? Ich habe die krassesten Abenteuer gemacht. Ich war von der Wüste Gobi, Transsibirische Eisenbahn, bin monatelang durch China gereist, habe ein Jahr in Russland gewohnt, Belarus, Südamerika, ihr kennt ja die Videos. Also alles Sachen, wo ich immer noch stolz drauf bin und wo ich stolz drauf sein kann und sagen kann, ja okay, wenn ich gehen muss, dann bin ich zufrieden mit mir selbst. Und es ist auch so, dass ich dann festgestellt habe, so alles andere, ja, irgendwie was andere denken oder wie andere das finden, ist völlig scheißegal, weil ich bin halt aus diesem Krankenhaus rausgekommen und für mich ist halt die Welt stehen geblieben und dann gehst du aber raus und die Welt läuft ganz normal weiter. Niemand, also es ist nicht so, niemand weiß ja, dass du das hast. Für die anderen läuft die Welt ganz normal weiter. Es ist nur für dich selber und genauso ist es auch mit dieser, bin ich zufrieden mit meinem Leben. Ja? Nicht jeder muss irgendwie um die Welt reisen oder so, aber du musst halt dann am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und sagen, ey, es war schon okay so. Ja? Das ist die Message und ja, ich habe ewig drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt erzählen will. Am Anfang habe ich gedacht, so, ich will es niemandem erzählen. Ich lasse es einfach schnell in Kolumbien machen und fertig. Ja? Aber so läuft es halt nicht. Das ist halt schon eine größere Sache. Das ist nicht wie einen Blinddarm rausnehmen. Die Niere, wenn sie noch 30, 40 Jahre halten soll, dann muss ich sie ein bisschen schonen. Wie das genau abläuft, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt hier in der Reha-Klinik und ich bin jetzt hier gerade angekommen. Ich habe heute meinen Therapieplan bekommen. Jetzt ist ja jeden Tag irgendwie leichter Sport, darf ich jetzt wieder anfangen, Ernährungsberatung, Psychosachen, solche Sachen. Ja, hier bin ich jetzt erstmal. Ja, die Pathologie war gut, also die Prognose ist gut. Jeder, der schon mal Krebs hatte oder Krebspatienten kennt, weiß, 5 Jahre ist die Nachsorge, man muss 5 Jahre zum CT gehen und nach 5 Jahren gilt man als geheilt. Auch so im Ausland und so, das wird natürlich jetzt alles schwieriger mit Krankenversicherungen und so, weil die natürlich keinen Bock haben, Krebspatienten zu versichern. Aber ich habe es schon mal so grob recherchiert. Es geht schon und ich finde da schon meinen Weg. Aber ich muss mir jetzt erstmal Zeit lassen oder ich will mir erstmal Zeit lassen, erstmal genesen. Meine Lucy, mein Motorrad, das war dann auch so, ich durfte ja kein Motorrad mehr fahren, weil es dann die Gefahr durch die Vibration war, dass das wieder aufplatzt und ich dann wieder Blutungen habe. Deswegen durfte ich kein Motorrad mehr fahren. Und dann war eben die Frage, was mache ich mit dem Motorrad? Man hat ja nur 3 Monate Temporary Import Permit, also das Visum fürs Motorrad und danach ist es illegal im Land. Theoretisch können die einem das Motorrad abnehmen, ja, wenn man illegal im Land ist. Also du kannst es einfach einbehalten. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Die Lucy ist jetzt eingelagert, kann jetzt erstmal genesen und ja, ich werde jetzt ab und zu mal wieder Videos machen und da ich ja jetzt auf mein Leben ausgiebig zurückgeblickt habe in der Zeit, möchte ich daraus auch was machen und es kommt ja jetzt die Adventszeit und ich mache einen kleinen Social Media Adventskalender, wo ich so ein bisschen Revue passieren lasse, meine 10 Jahre Reisen. Und natürlich habe ich immer noch einige Abenteuervideos auf Lager. Die Festplatte habe ich Gott sei Dank mitgenommen. Die werde ich dann auch schneiden, soweit es meine Zeit zulässt. Ich habe hier, im Moment ist mein Therapieplan ziemlich voll, aber ja, da kommt wieder was. Und es gibt auch einen Ruthis Reisenkalender 2026. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne bestellen und mich unterstützen, wenn ihr möchtet. Wie ihr seht, es geht weiter. Aber
so wie es aussieht, habe ich nochmal Glück im Unglück gehabt. Ich wollte das eben auch mitteilen, weil es war dann so, als ich die Diagnose hatte, dann googelt man halt so andere Leute, die das hatten, irgendwelche Prominenten oder sowas. Und da steht dann immer noch so, ja, hat noch ein Jahr gelebt, dann war er tot. Also positive Beispiele gibt es halt kaum irgendwie. Deswegen wollte ich es auch mitteilen, erzählen, was los ist. Dann brauche ich auch nicht jedem Einzelnen irgendwie das zu erzählen. Ja, es geht weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Euer Ruti. Ciao, ciao.